hat French Avenue den besten Duft unter 40 Euro mal wieder rausgebracht. Sequoia Wild Blend. Wenn richtig ausgesprochen. Sequoia. Whatever. Auf jeden Fall der Duft. Ist ja wirklich gut. 40 Euro. Hier ist der Flakon. Schönes Teil. Und wir gehen rein und wir fangen gleich mal mit diesen, ja, schweren Flakon an. Schönes Glas. Guter Deckel. Gut drauf. Muss man so ein bisschen, siehst du. Und da ist er drin. Und der Sprüher ist gut, ja. Oh, aber der Duft. Ja, er hat ein großes Vorbild auch, natürlich. Angel Share Paradis. Aber ist er auch so gut wie der Angel Share Paradis? Kurze Geschichte, ich und Angel Share mochten sich früher eine ganze Weile nicht. Ich bin diesen Hype nicht mitgegangen, bis sich irgendwann meine Nase wohl anscheinend geändert hatte. Und ich habe das Original gekauft. Und dann, ja, habe ich mich auch in dem verliebt. Sehr nice. Schöne Himbeer. Cognac-Note noch hinzugefügt zu diesen zimtigen. Ja, aber es geht ja um diesen Sequoia hier, Wild Blend von French Avenue. Und ja, viele meinen, das ist, oder der ist sogar besser. Wir werden das jetzt unter die Lupe nehmen zum Duft. Also, schöne Himbeernote, ja. Likör und auch Cognac. Im Endeffekt wie bei seinem großen Bruder. Ja. Da ist aber eine Himbeer-Likörnote drin. Hier ist Himbeer und Likör wahrscheinlich egal eigentlich. Was, ja. Hier merkt man, sagen wir mal so, wer ein bisschen mehr Himbeere haben möchte und noch ein bisschen mehr Süße, der ist hier gut bedient. Wenn ihr 1:1 testet, habt ihr nicht einen gleichen Duft. Es ist nicht 100%. Es ist 75%. Wenn man an Anfang sprüht, dann wird das aber immer besser und er kommt sehr nah dran, sehr nah und dann haben wir für 40 Euro echt einen geisteskranken Duft. Mehr kann ich nicht sagen, mit einer richtig nicen OVP, darf man auch nicht vergessen, stabil, ist groß, wie man sieht, das ist der 50 ml Flakon oder das ist schon sehr nice gemacht und im Endeffekt, das Zimtige ist weniger und rausgenommen worden, hier jedenfalls, aber ist trotzdem da. Man hat also das, wie ihr das üblicherweise kennt. Aber ganz ehrlich, wenn man vielleicht sogar von Angels her so ein bisschen die Nase voll hat, kann ja passieren, das Zimtige und so weiter, dann solltet ihr trotzdem den mal probieren, wirklich. Und jetzt mal ganz hart ausgedrückt, weil lohnt sich immer den Vergleich oder den zu kaufen. Ich möchte das jetzt erstmal anders erwähnen, immer in ferner Zukunft. Also wenn ihr wirklich vielleicht mal Kohle braucht oder so und ihr den verkauft, ist das wirklich Best-Alternative. Ich glaube, so kann ich das vielleicht am besten rüberbringen, damit ihr es versteht, weil immer so sagen, ja, es ist eine gute Alternative, den könnt ihr schon kaufen. Mal klar zu machen, ihr könnt, ich stehe immer zum Original nochmal, ne, und so weiter. Aber dieses Originalthema, das hatten wir ja schon mal und wir wissen, wo die inzwischen ihre Öle machen und so weiter und werden die Araber, die kann man einfach, wie ich das schon vor ganz langer Zeit gesagt habe, die werden wir nicht mehr aufhalten. Und sie gehören nun mal dazu, es ist Parfüm-Business, alle gehören dazu, außer vielleicht irgendwelche, die da auf der Straße, ihr wisst schon, was weiß ich, was Parfüms machen, wo Nummern draus sind oder hast nicht gesehen, keine Ahnung. Ich will auch nicht, egal, ich will es nur sagen, man muss schon ein bisschen, ja, einen eigenen Namen und vielleicht noch einen Flakon haben. Dementsprechend, whatever. Im Endeffekt sind wir große Bubble oder noch der kleine Bubble, die aber immer größer wird und Parfum ist Parfum, ob Designer, ob günstig, ob Drogerie, ob Nische etc. und natürlich auch die Araber. Da werden aber am meisten immer Probleme, da wird am meisten drüber gemeckert, ja, weil sie eben gut sind. Und French Avenue, ich will jetzt die Überleitung zu French Avenue machen, ist eben geisteskrank gut bis jetzt. Also alles, was ich habe oder was ich gerochen habe von French Avenue, ist bombastisch stark. Ja, und wie gesagt, hier im Endeffekt habt ihr, wenn ihr ein bisschen, wenn euch hier, sage ich mal, dieses Himbeer zu wenig war, obwohl der schon stabil ist hier ein bisschen mehr und süßer. So, der Likör ist ja ein bisschen aufgedreht mehr und die Himbeere. Dafür ist hier ein bisschen, deswegen auch der Deckel, das Holzige habt ihr hier nicht, finde ich. Aber im Endeffekt, es wird draußen kein Arsch riechen den Unterschied oder sagen, du trägst auf jeden Fall das Original oder whatever das Original. Wer ist das? Ja, ne, immer der als erstes rausgekommen ist. So sollte man das vielleicht auch mal sagen. Ne, man, zum Beispiel, als Beispiel mal. Das ist hier Amber Malaki. Ist kein ähnlicher Duft zu Blonde Amber, hat aber
so ein bisschen so ein Touch drin, aber von denen redet keiner. Ist aber 2015 rausgekommen. Man sollte auch überlegen, wer wo was rausgekommen ist, und dann kann man überhaupt immer von, das ist eine Alternative, dies ist eine Alternative, hast du. Vielleicht sollte man einfach gar nicht darüber reden und einfach sagen, das ist ein schöner Himbeer-Likörduft. So, aber man macht ja, und das sollte jeden Creator übrigens erlaubt sein, einen Vergleich zu machen, weil muss man ja auch. Die Leute, die oder irgendwelche, die dagegen angehen, ja, was soll man denn? Man redet doch auch unter Nischendüften, ist das scheißegal, da interessiert das keiner. Der riecht aber ähnlich so wie der, damit die Leute nur irgendwie wissen, worum es geht und in welchen Duft oder in welche Richtung er geht. So, und dann hier hat man immer Probleme mit, aber auch das wird man nicht mehr aufhalten können. Ja, das ist eben so. Auf jeden Fall, ich schweife ab, weil das ist so ein Thema, das geht mir auch tierisch auf die Eier. Ihr kriegt das gar nicht so mit, aber so in der Bubble und so, es nervt. Dieses Thema, darüber reden und etc., wenn man das vorstellt und so weiter, es nervt. Es ist ein sehr starker, geiler, super Duft. Und wenn wir jetzt noch zur Haltbarkeit kommen, eine CH, die genauso gut ist, wenn nicht sogar besser, ja, dann ist es einfach die beste Alternative, oder nehmen wir das mal weg mit der Alternative, einfach einer der besten oder der beste Duft unter 40 €. Ja. Schönes Teil. Man muss aber diese DNA mögen. Man muss zum Beispiel Rose, ich guck mal hier kurz rein, Rose, Moos, Praline ist auch drin, das macht das natürlich ein bisschen süßer, aber grundsätzlich Himbeerlikör, Cognac. Obwohl der Cognac hier wirklich im Hintergrund ist, ne? Das habt ihr. Ein sehr schönes Teil. So, weil ich das hier gerade aufgemacht habe, weil ich sehen wollte, was der für eine Bewertung hat. Ich werde mal kurz nochmal einblenden, was er alles drin hat. Das ist allerdings nicht von der Seite hier. Das sollte sich, ein kleiner Tipp bitte an Parfumo, falls ihr mitguckt, vielleicht solltet ihr das hier auch mal in Betracht ziehen, damit einige Leute das raus kopieren können, whatever. Das macht die Seite hier ja auch von Nertica. Das ist eigentlich sehr cool gemacht. Ja, wäre mal ein schönes Update, ne? Ja. Aber hier auf Parfumo 208 Bewertungen 8,5. So, und jetzt kommen wir zur Haltbarkeit, ist hier mit 8 und CH mit 7,8 bewertet. Ja, das kann man eigentlich fast so stehen lassen. Es ist beides eine gute 8 und so weiter und so fort. Ja, ein sehr schöner Duft. Ich halte mich immer mit der Haltbarkeit und CH, weil es im Endeffekt bei jedem anders ist und auch in der Nase anders wahrnehmbar ist. Deswegen halte ich mich da kurz. Es bringt nichts, wenn ich sage, ich habe schon eine sehr gute Haut. Wenn ich sage, der hält 12 Stunden, dann hält er bei den anderen 6. Das hilft euch nichts. Deswegen sage ich immer, jetzt habe ich das jetzt mit reingenommen immer. Eine 8 hier ist im Schnitt bei wie viel Bewertung? Fast 200, eine Bewertung fehlt. Kann man so stehen lassen. Ja, schönes Teil. 39, 38 €, Leute, ne? Das ist wirklich top. Und da bekommt ihr dann eine sehr schöne UVP. Ja, 100 ml wohl bemerkt auch, ne? 100 ml. Und ja, richtig nices Teil. Ja, im Endeffekt hatte ich eigentlich keinen Bock, über die Alternative zu reden oder den Vergleich zu machen, aber leider muss man das ja auch. Was heißt leider? Ich habe ja gerade gesagt, es nervt mich eigentlich nicht, aber man würde auch gern nur über den Duft reden, aber damit ihr wisst, welcher Duft das ist, und weil viele den ja auch schon gelesen haben und wissen, um was es sich handelt, wollt ihr natürlich auch von mir wissen, ob er wirklich so dicht dran ist am Original. Punkt. Und deswegen habe ich es erwähnt. Also schönes Style Sequoia aus der Royal Blend Edition von French Avenue. Also schaut mal runter, findet ihr den? Habt ihr einen Vergleich? Wie findet ihr den Vergleich? Also am Ende des Tages ist ja, sage ich jetzt, keine Prozentzahl mehr. Die 75 war nur ein Anfang, aber dann nähert er sich doch rasend extrem stark rein. Ja. Ihr kriegt also, und nochmal, um das auch nochmal zu erwähnen, richtig in your face einen schönen Sprüher von Himbeer und Likör und Cognac. Schönes Teil. Also, ich bin raus. Grüße an euch alle und natürlich an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.